Wir sind Basti und Svenja und seit April 2021 bereisen wir mit unserem selbst ausgebauten Campervan Groot Europa. Immer mit dabei unsere Hündin Peppa. Nach einiger Zeit in Schottlands atemberaubender Natur haben wir uns sehr auf ein wenig Stadtleben gefreut und wir wurden nicht enttäuscht. Wir haben puren Sonnenschein. Wir konnten es uns kulinarisch richtig gut gehen lassen und durften zum krönenden Abschluss die größte Whisky-Sammlung der Welt bestaunen. Verrückt. Die wunderbaren Tage in Edinburgh vergingen wie im Flug und enden für uns mit einem großen Schrecken, der so überhaupt nicht in unseren Zeitplan passt. Also erstmal in die Werkstatt. Abonniert unseren Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben, falls euch unsere Videos gefallen und ihr uns hier auf YouTube kostenlos unterstützen möchtet. Guten Morgen! Wir waren heute Morgen schon richtig früh wach und zwar um 4:20 Uhr schon, denn wir wollten den Sonnenaufgang sehen und der beginnt hier um 4:30 Uhr. Wir sind mittlerweile an der Ostküste, weshalb wir den Sonnenaufgang auch sehen wollten, so ungefähr 1,5 Stunden über Edinburgh. Und hier machen wir jetzt unser Video noch fertig und dann geht es weiter Richtung Stadt. Machen uns ein bisschen frisch, ha? Mhm. Und dann sind wir bereit für ein paar Tage in der Stadt. Wir freuen uns schon richtig. Restaurants, Cafés, Afternoon Tea. Was noch? Whisky. Ja, wir freuen uns mega. Der Motor läuft schon und wir haben zusammengepackt und jetzt verlassen wir hier dieses kleine schöne Plätzchen am Meer und ja, machen uns auf die Suche nach einer Dusche, denn die können wir noch gebrauchen, bevor es dann 2-3 Tage in die Stadt geht. Guten Morgen zusammen. Wir sind gestern Abend schon an unserem Platz angekommen, wo wir duschen wollen. Gestern Abend hatte das Fitnesscenter aber schon zu, deswegen machen wir das jetzt heute Morgen. Wir haben jetzt kurz nach 7. Ist natürlich richtig praktisch, dass man in Schottland nicht nur an ganz, ganz vielen Orten frei stehen kann, sondern es gibt immer mal wieder die Möglichkeit, so zum Beispiel in Fitnessstudios einfach nur zu duschen. Das kostet dann so, ich glaube, wir haben jetzt immer zwischen 1,50 und 3 Pfund bezahlt. Ist aber echt praktisch. Wir gehen jetzt gleich hin und fragen und dann haben wir endlich wieder eine heiße, hoffentlich heiße, Dusche. Svenny ist schon fertig. Ich packe auch meine Sachen und dann gehen wir mal kurz rüber. Ist schon ganz schön voll hier heute Morgen. Macht aber nichts. Duschen. Nach der wunderbar heißen Dusche ging es direkt in die Stadt. Naja, wir haben etwas außerhalb des Stadtzentrums geparkt und konnten von dort aus direkt die wundervolle Wanderung zu Arthur's Seat starten. Der Hügel liegt direkt am Rande der Altstadt und ist ein grünes Paradies für alle Einwohner und Besucher.
bevor es später gleich in die Stadt reingeht, wollen wir sie uns aber erstmal von oben angucken. Na komm. Endlich wieder auf einen Berg. Ich dachte, wir gehen in die Stadt. Basti ist noch ein bisschen ramponiert von der Wanderung auf den Ben Nevis. Und da wir erst am Anfang unserer Stadtbesichtigung sind und noch ein paar Meter zu laufen haben, heute und morgen. Und auch ganz schön hoch und runter in der Stadt. Ganz schön hoch und runter in der Stadt müssen. Gönnt er sich jetzt eine Pause und ich nehme euch noch mit hoch zum Arthur's Seat. Bringt auf jeden Fall gutes Schuhwerk und eine Flasche zu trinken mit. Und ja, bequeme Bekleidung. Ist, glaube ich, nicht so mit einem Stadtoutfit richtig zu machen. Ja, echt crazy. Aber der Ausblick ist absoluter Wahnsinn, richtig genial. Also ich bin jetzt bis ganz nach oben gelaufen und ich muss sagen, es hat sich semi gelohnt. Also wenn ihr nicht ganz hoch wollt, könnt, reicht das auch bis zur Hälfte. Da wo wir mit Basti waren, da hat man schon ungefähr den gleichen Ausblick. Hier oben ist es einfach nur mega voll und unten waren wir ganz alleine und konnten den Ausblick ganz alleine genießen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich wahnsinnig von hier oben. Man kann über die ganze Stadt gucken und ja. Das mache ich jetzt noch kurz und dann gehe ich wieder runter zu Basti. Da ist sie ja wieder. Also ich muss sagen, im Vergleich zu diesem Platz hier, ein bisschen weiter unten, hat es sich nicht gelohnt, bis ganz nach oben zu gehen. Es ist ultra voll da oben, also wirklich ultra voll. Die Menschen setzen sich ganz an den Rand, um das beste Pick alleine zu bekommen. Und ja, man sieht ein bisschen mehr von der Stadt, aber wenn man alleine den Ausblick am Morgen hier genießen möchte, reicht zur Hälfte, glaube ich, hochlaufen. Oder sehr früh. Oder sehr früh, ja. Wir sind jetzt so 9, halb 10. Peppi wollte in die Raben jagen. Ja, 9, halb 10. Und da war es jetzt schon richtig voll. Also wenn dann... Wir haben jetzt aber einen Bärenhunger und deshalb geht es erstmal in die Stadt was essen. Zum Frühstück gab es für uns Bagels bei den wundervollen Menschen von Bros Bagels. Dort haben wir uns mit Bianca, Olli und Baloo getroffen, die auch gerade mit ihrem Camper in Schottland unterwegs sind. Wir freuen uns immer sehr, liebe Menschen aus unserer Community zu treffen und es ist so schön, dass es dieses Mal geklappt hat. Ich habe den Hungry Vegan Bagel mit Avocado, Tomaten und Sesam-Bagel. Überall Soße. Das war super lecker und jetzt auf gefüllten Magen geht's ein bisschen Schnappes probieren. Whisky! Whisky!
Also es ist so voll. Es ist wohl die touristischste Veranstaltung, die wir bisher gemacht haben. Aber wir wollen die größte Whisky-Sammlung der Welt sehen. Immer noch gut. Das sind übrigens 3300 unterschiedliche Flaschen Whisky, alle ungeöffnet. Die größte Sammlung der Welt. Und die gehörte mal einem einzigen Mann, der die mal gesammelt hat seit 1970 und jetzt wieder zurück nach Schottland verkauft hat. Oder geschenkt hat. Eins von beiden. Verrückt. Also es sind im Übrigen 3400 Flaschen. Und hier sind die ältesten. Und da sieht man, dass selbst bei einer geschlossenen Flasche der Whisky verschwindet. Und das ist fast eine halbe Flasche. Ist wahrscheinlich die touristischste Whisky-Führung, die man so machen kann, aber witzig, hat sich gelohnt. Doch, kann man sehr empfehlen, oder? Was meinst du? Selbst als nicht richtig Whisky-Trinker, Kennerin, fand ich es echt eine coole Führung. Und diese Sammlung ist natürlich mega. Im Übrigen, die aktuell teuerste Whiskyflasche ist ein Macallan für 1,5 Millionen. Warum? Könnte man ja fast leer kaufen, den Shop. Wir haben puren Sonnenschein und wir haben jetzt gerade Peppy abgeholt und laufen hier ein bisschen der Straße entlang, aber direkt an einem Park und holen uns jetzt ein Eis. Yummy! Ich habe mich jetzt von Basti und Peppy getrennt. Es war doch ein bisschen zu stressig und wuselig für Peps. Wir wollten sie jetzt aber auch nicht mehr so lange alleine lassen und alleine losziehen zum Essen gehen. Deswegen bin ich jetzt los, hole uns hier was beim Thai. Ich habe schon ewig nicht mehr gegessen. Genau, und Basti sammelt mich dann hier ein. Und dann fahren wir zu unserem Parkplatz für die Nacht. Und morgen machen wir dann Edinburgh Teil 2.
sehr lecker. Time to go. Bon Appetit. Bon Appetit. Geil. Was gibt's denn? Pad Thai mit Tofu und Basti hat ein gelbes Yellow, wollte ich gerade sagen. Ein gelbes Yellow. Ein gelbes Curry, was auch richtig gut riecht. Und ich konnte nicht widerstehen, Frühlingsrollen. Da haben wir auch schon direkt zugeschlagen. Guten. Guten. Mm. Ja, schmeckt gut. Sehr gut. Ich muss jetzt auch. Tschüss. Wir sind ein bisschen raus aus der Innenstadt gefahren an die Flussmündung von dem Fluss Forth. Und hier gibt es eine richtig, richtig schöne Eisenbahnbrücke zu bestaunen. Ein riesen Stahlbauwerk, was vor 135 Jahren gebaut wurde. Und wir gucken mal, ob wir das von hier aus schon sehen können und machen da jetzt noch einen Abendspaziergang mit Pebby hin. Die Entfernung zu den Brücken habe ich ein bisschen unterschätzt. Das liegt da ganz am anderen Ende. Und das macht aber gar nichts, weil hier ist es richtig, richtig schön. Hier ist so eine kleine Insel, die man bei Ebbe zu Fuß besuchen kann. Und stattdessen machen wir jetzt einfach das und dann besuchen wir die Brücken einfach morgen. Auf dem Weg dachten wir erst, liegen so ganz viele Steine, aber es sind ganz viele kleine Schnecken. Wir sind jetzt auf der anderen Seite angekommen und es ist richtig schön. Wir haben jetzt auch die Brücke gefunden. Sie lag einfach nur um die Kurve und der Himmel färbt sich gerade in so ein Orange-Gelb und man sieht so Regenwolken, wo Regen fällt, aber trotzdem Sonne und ja, die Insel ist richtig klein und grün und süß und hier haben auch ein paar ihre Zelte aufgeschlagen, richtig cool, aber ich glaube, wir machen uns demnächst trotzdem wieder auf den Rückweg, weil die Flut kommt wieder rein. Und ja, wir wollen ja keine nassen Füße bekommen. So, wir sind wieder in der City angekommen. Hoffentlich nicht ganz so voll wie gestern. Ja. Und haben uns ein kleines Restaurant ausgesucht. Da gibt es jetzt endlich nach Monaten des Wartens Eggs Benedict für Basti. Gott sei Hoffentlich. Dank. Noch sind wir nicht da und noch habe ich sie nicht gesehen. Glaube ich, der schönste Weg, wie ich je einen Flat White getrunken habe. Ich habe meine Eggs Benny.
Das war sehr lecker, aber ein sehr salziges Frühstück. Und da müssen wir uns mal noch um die süße Komponente kümmern. Ja, los. Wir haben ein bisschen zugeschlagen. Wollen wir noch da vorne rumlaufen? Ja. Okay, let's go. So, nachdem wir sehr, sehr lecker gefrühstückt haben und uns ein bisschen Proviant aus dem kleinen Café mitgenommen haben, sind wir jetzt an unserem allerletzten Stopp angekommen, bevor wir unsere lange Rückreise antreten, die wir allerdings ganz schön zügig antreten müssen. Denn wir müssen morgen Abend unsere Fähre erreichen und haben noch einige Kilometer zurückzulegen. Gucken, ob wir das schaffen. Ja, wir müssen es schaffen. Fähre ist gebucht, aber eine Sache wollten wir uns noch angucken. Und zwar die Forth Bridge, eine Eisenbahnbrücke, die zu seiner Zeit der Erstellung, 130 Jahre glaube ich her, die erste Stahlbrücke überhaupt war. Komplett aus Stahl. Komplett aus Stahl, genau. Und irgendwie sitzen wir jetzt hier bestimmt schon seit einer halben Stunde und gucken nur auf die Brücke und da hinten dran sind auch nochmal 2 Hängebrücken, heißen die, ne? Also hier sind 3 Brücken in einer Reihe und irgendwie haben Brücken immer was Faszinierendes auf uns. Das ist irgendwie richtig cool. Ein letzter Blick auf die Brücke und es sieht gerade richtig crazy aus, weil auf die Brücke und auf die Boote hier scheint die Sonne und im Hintergrund regnet es einfach richtig krass und sind dunkle Regenwolken und es sieht richtig cool aus. Ja, und irgendwie sind wir auch ein bisschen traurig, Ja. weil es jetzt tatsächlich unser letzter Moment so richtig hier ist und wir jetzt einfach nur noch richtig viel Strecke fahren. Aber UK-Abenteuer ist jetzt zu Ende. Erstmal. Wir müssen auf jeden Fall wiederkommen. Schottland ist so ein bisschen der Ort der verpassten Möglichkeiten für uns und wir werden auf jeden Fall wiederkommen. Es haben ja auch so viele geschrieben, dass sie so schlechtes Wetter wie wir hier noch nie hatten. Eigentlich niemand. Viele Schotten haben sich bei uns auch entschuldigt. Deswegen kommen wir wieder. Wir glauben, das wird definitiv ein Land für uns. Wir schenken euch jetzt auch nochmal einen Blick auf die Brücke und dann geht's los. Bye bye. Bye bye. Also das Geräusch ist nur auf der rechten Seite, so wie wir das jetzt gerade einschätzen können. Okay. Ja. Dann machen wir das erstmal.
Jo. Alles klar. Danke. Ciao. Also erstmal in die Werkstatt.